Etwas Seltsames geht vor sich am Südpol. Es gibt zahlreiche Berichte über Pyramiden, riesige Pyramiden in der Antarktis. Die eisige, bittere Landschaft der Antarktis ist voller Mysterien und faszinierender Funde, die ihre Vorstellungskraft auf die Probe stellen. Von gefrorenen Bergen, die tief unter dem Eis verborgen liegen, bis hin zu winzigen menschlichen Skeletten, die vielleicht gar nicht von diesem Planeten stammen, begleiten sie uns auf diesem epischen Abenteuer, während wir Ihnen einige der geheimnisvollsten Entdeckungen der Antarktis präsentieren. Der Vostoksee. Die tiefen, dunklen und geheimnisvollen Wasser des Vostoksees sind eine weitere faszinierende Entdeckung in der Antarktis. Der größte subglaziale See der Welt. Dieser gewaltige See liegt rund 4 Kilometer tief unter dem Eis in der Nähe der russischen Vostok-Forschungsstation. Er ist seit über 1,5 Millionen Jahren vollständig vom Licht abgeschnitten und bildet eines der extremsten Lebensräume unseres Planeten. Manche Forscher vermuten sogar, dass er schon seit etwa 20 Millionen Jahren unter dem Eis begraben liegt. Mit einer Länge von 230 Kilometern und einer Breite von 50 Kilometern gilt der Vostoksee außerdem als größter Süßwassersee der Welt, sowohl nach Fläche als auch nach Volumen. Im Süden erreicht das Wasser eine Tiefe von bis zu 1 Kilometer, während die nördlichen und südwestlichen Bereiche deutlich flacher sind. Die Welt erfuhr erstmals in den 1960er Jahren von diesem See, als ein russischer Geograf und Pilot beim Überfliegen eine ungewöhnliche glatte Eisfläche bemerkte. Doch erst 1993 konnten Wissenschaftler mit satellitengestütztem Radar die Existenz des Sees zweifelsfrei bestätigen. Der Biologe Brent Christner von der Louisiana State University untersuchte Eisbohrkerne, die über dem See entnommen wurden. Er ist überzeugt, dass der See ausschließlich durch Schmelzwasser der darüberliegenden Eisschicht gespeist wird. Da das Wasser ständig erneuert wird, könnte es nur wenige tausend Jahre alt sein, was für einen See unter Millionen Jahre altem Eis immer noch unglaublich ist. Dank geothermischer Wärme aus dem Erdinneren liegt die Wassertemperatur bei etwa -3 Grad Celsius. Der enorme Druck der darüberliegenden Eismassen hält das Wasser flüssig. In den 1990er Jahren leitete Christner eine Expedition, bei der Mikroorganismen im Seewasser nachgewiesen wurden. Er vermutet, dass der See voller einzigartiger Lebewesen ist, die ohne Sonnenlicht auskommen. Sie haben sich perfekt an die dunkle Tiefe angepasst und beziehen ihre Nährstoffe aus dem Wasser und dem darunterliegenden Gestein. Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass die Bedingungen hier dem Leben auf dem Jupitermond Europa oder anderen Himmelskörpern dienen könnten. Obwohl die abgelegene Lage die Forschung erschwert, laufen weitere Untersuchungen, um die verborgenen Geheimnisse dieses uralten Gewässers und der möglicherweise darin lebenden Organismen zu entschlüsseln. Die Gamburzew-Berge. Wusstet ihr, dass es in der Antarktis einen Gebirgszug gibt, den noch nie jemand mit bloßem Auge gesehen hat? Tief unter dem Eis der Antarktis verbirgt sich ein gewaltiges Naturdenkmal, so groß wie die europäischen Alpen. Die Gamburzew-Berge, ein rund 100 Millionen Jahre altes Gebirge mit steilen Graten, vollständig eingeschlossen in Eis von bis zu 3000 Metern Dicke. Es ist gut möglich, dass diese Berge niemals das Tageslicht erblicken werden, bis das Universum selbst erlischt. Aber wie konnte man sie dann entdecken? Das verdanken wir einem internationalen Team von Wissenschaftlern, das zwischen Dezember 2008 und Januar 2009 umfangreiche Untersuchungen durchführte. Mit modernen Eisradargeräten gelang es ihnen, ein Netzwerk aus subglazialen Flüssen und Seen aufzuspüren, die durch tiefe, lange Täler innerhalb des Gebirges fließen. Es ist gut möglich, dass diese Berge niemals das Tageslicht erblicken werden, bis das Universum selbst erlischt. Aber wie konnte man sie dann entdecken? Das verdanken wir einem internationalen Team von Wissenschaftlern, das zwischen Dezember 2008 und Januar 2009 umfangreiche Untersuchungen durchführte. Mit modernen Eisradargeräten gelang es ihnen, ein Netzwerk aus subglazialen Flüssen und Seen aufzuspüren, die durch tiefe, lange Täler innerhalb des Gebirges fließen. Trotz seines hohen Alters schützt die gefrorene Eisschicht die Berge vor Erosion und lässt sie äußerlich jünger und schroffer wirken. Sollten die antarktischen Eisschelfe jemals schmelzen, würden die Gamburzew-Berge zu einem der höchsten Gebirgszüge des Kontinents werden, mit Gipfeln von über 3300 Metern über dem Meeresspiegel.
Die tiefen Täler, scharfen Grate und gezackten schmalen Kämme zeigen, dass Gletscher diese Berge irgendwann in ihrer Geschichte geformt haben. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass dies erst vor etwa 45 Millionen Jahren begann, als unser Planet immer kälter wurde. Es ist durchaus möglich, dass diese Berge schon vor Millionen von Jahren die Landschaft überragten, lange bevor die Antarktis zur gefrorenen Wüste wurde. Ein 600 Millionen Jahre altes menschliches Skelett. Im Jahr 2022 entdeckte ein Team von Paläontologen in den majestätischen Whitmore Mountains in der Antarktis die unglaublichen Überreste eines winzigen Menschen, der in einem Felsen eingeschlossen war. Die Forscher suchten eigentlich nach Dinosaurierfossilien, um herauszufinden, ob diese ausgestorbene Tierart in der Antarktis lebte, bevor der Kontinent sich von Afrika und Südamerika trennte. Während sie die eisige Landschaft nach großen Knochen oder gut erhaltenen Überresten exotischer Dinosaurier absuchten, stießen sie auf einen großen Sedimentstein, der ein menschliches Skelett enthielt, mindestens 600 Millionen Jahre alt. Doch das Alter ist nicht das Einzige, was diese Entdeckung so unglaublich macht. Das Fossil war kein normales menschliches Skelett, sondern ein vollständiger, winziger Körper, der nur 28 Zentimeter lang war. Nachdem die Wissenschaftler bestätigt hatten, dass es sich tatsächlich um ein menschliches Skelett handelte, standen sie vor zwei drängenden Fragen. Wie konnten Menschen vor 600 Millionen Jahren in die Antarktis gelangen, zu einer Zeit, als gerade erst Quallen zu evoluieren begannen? Und warum war dieser uralte Mensch so winzig? Um diese Rätsel zu lösen, wurde das Fossil zur weiteren Analyse an das National University Research Institute in Washington, D.C. gebracht. Die Untersuchungen ergaben, es handelte sich nicht um ein außerirdisches Fossil oder eine andere Spezies, sondern zu 100% um einen Menschen. Die beiden großen Fragen bleiben jedoch bis heute unbeantwortet. Sollte es tatsächlich eine uralte Menschenspezies gegeben haben, die nur wenige Zentimeter groß war, würde das alles verändern, was wir über unsere Evolution und die Geschichte unseres Planeten zu wissen glauben. Anführungszeichen Punkt. Versteinertes Seeungeheuer. Obwohl die Antarktis heute vor allem als gefrorene Einöde gilt, wissen Wissenschaftler, dass es dort nicht immer so war. Vor Millionen von Jahren war dieser abgelegene Kontinent die Heimat einiger der faszinierendsten Lebewesen, die man sich vorstellen kann, darunter ein Dinosaurier namens Elasmosaurus. Die gut erhaltenen Fossilreste dieses Tieres wurden von einem Forscherteam auf einer kleinen, unwirklichen Insel vor der antarktischen Halbinsel entdeckt. Sie gehen davon aus, dass der Elasmosaurus während der Kreidezeit die Meere durchschwamm, zusammen mit den anderen Dinosauriern. Lebendig soll er bis zu 15 Tonnen gewogen haben. Das Aussehen dieses bizarr anmutenden Wesens erinnert an eine Giraffe mit einem langen, schlangenartigen Hals und Kopf. Sofort nach der Entdeckung schaltete sich das argentinische Antarktis-Institut ein und leitete 2012 die Ausgrabungsarbeiten ein. Wegen begrenzter Ressourcen und der extremen Bedingungen am Fundort ging alles nur sehr langsam voran. Erst 2017 konnte das Fossil vollständig geborgen werden. Besonders interessant ist dieser etwa 12 Meter lange Dinosaurier im Hinblick auf die Evolutionsgeschichte. Wissenschaftler glauben, dass der Elasmosaurus die Meere nur etwa 30.000 Jahre vor dem Massenaussterben durchstreifte, das vor rund 66 Millionen Jahren fast alle Dinosaurier auslöschte. Eine ganz neue Welt. Im Jahr 2021 entdeckten Forscher ein bisher unbekanntes Ökosystem, das im Larseneisschelf verborgen lag, einem riesigen, schwimmenden Eisstück an der Ostküste der antarktischen Halbinsel. Alles begann mit Satellitenbildern, die eine ungewöhnliche Rinne im Eis zeigten, dort, wo das Schelf auf das Festland trifft. Wissenschaftler identifizierten diese Struktur als unterirdischen Fluss. Nachdem sie rund 500 Meter tief durch das Eis gebohrt hatten, ließen sie eine Kamera hinab. Sofort wurde das Objektiv von winzigen Krebsen, sogenannten Amphipoden, umschwärmt, die sich in der kalten, dunklen Tiefe dieses Gewässers eingerichtet haben. Wer hätte gedacht, dass mitten im gefrorenen Antarktika ein von Garnelen bevölkertes Gewässer existiert? Diese Entdeckung löste große Begeisterung in der Wissenschaft aus, denn sie bestätigte die Vermutung, dass sich unter der Antarktis ein weit verzweigtes Netzwerk aus Flüssen, Seen und Flussmündungen verbirgt.
Da die Antarktis einer der abgelegensten und unwirtlichsten Orte der Erde ist, sind wissenschaftliche Expeditionen selten. Deshalb sind diese unterirdischen Systeme bisher nur wenig erforscht. Dank der wertvollen Aufnahmen der Kamera stellten die Forscher fest, dass die Höhle ganz anders aussah als erwartet. Statt einer glatten, flachen Decke fanden sie eine unregelmäßige, stark gewellte Oberfläche vor. Je mehr Studien an diesem Ort durchgeführt werden, desto mehr faszinierende Entdeckungen warten in der eisigen Landschaft der Antarktis auf uns. Die Blood Falls. In der weiten, eisigen Landschaft der Antarktis erheben sich die Blood Falls in ihrer ganzen Pracht. Ein wahres Symbol für die künstlerische Kraft der Natur. Im McMurdo-Trockental strömt dieser blutrote Wasserfall aus dem Taylor-Gletscher. Jahrzehntelang blieb das Rätsel um seine unheimliche rote Färbung ungelöst. Entdeckt wurde dieses faszinierende Naturschauspiel bereits 1911 vom australischen Geologen Griffith Taylor während einer frühen Antarktis-Expedition. Damals vermutete Taylor, die rote Farbe stamme von roten Algen im Wasser. Fast ein Jahrhundert lang löste diese These endlose Diskussionen aus, da andere Wissenschaftler immer wieder Gegenargumente vorbrachten. Im Jahr 2009 entdeckte die Forscherin Jill McCookie von der University of Tennessee lebende Organismen in einem See unter dem Gletscher. Sie fand 17 verschiedene Mikrobenarten, die in der dunklen, sauerstofffreien Umgebung überleben. Diese Mikroben gewinnen ihre Energie aus Schwefel und Eisen. 2017 untersuchte ein Wissenschaftlerteam mit bodendurchdringendem Radar die innere Struktur des Gletschers. Dabei entdeckten sie Spalten im Untergrund und Tunnel im Eis zu einem verborgenen Salzwasserreservoir führen, das den Wasserfall speist. Schließlich gelang es Forschern der University of Alaska und des Colorado College, das Rätsel mit modernen Analyseverfahren endgültig zu lösen. Sie fanden heraus, dass Eisen tatsächlich für die Farbe verantwortlich ist, allerdings anders als bisher angenommen. Wenn das eisenreiche Wasser mit Sauerstoff in Kontakt kommt, bilden sich Eisenoxide und Eisenhydroxide, die dem Wasser seinen charakteristischen blutroten Ton verleihen. Zusätzlich tragen die hohe Salzkonzentration sowie andere Elemente wie Chlor, Magnesium und Natrium zu diesem unheimlichen Aussehen bei. Es gibt also kein verstecktes Monster, das hinter dem Eis blutet. Alles ist zu 100% natürlich. Der Kolossalkalmar. Tief unter den eiskalten Gewässern der Antarktis lauert der Kolossalkalmar, ein Wesen, das die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lässt. Stellt euch ein gewaltiges Tier vor, das zwischen 10 und 14 Metern lang wird und bis zu 500 Kilogramm wiegen kann. Damit ist er der schwerste Tintenfisch, der je entdeckt wurde. Das auffälligste Merkmal sind jedoch seine Augen. Mit einem Durchmesser von 28 bis 30 Zentimetern, etwa so groß wie ein Fußball, sind sie die größten Augen aller bekannten Lebewesen. Der Körperbau des Kolossalkalmars ähnelt dem anderer Tintenfische seiner Familie, doch er ist der einzige mit Haken an Armen, Saugnäpfen und Tentakeln. Er besitzt einen Mantel für die Fortbewegung, ein paar Kiemen zur Atmung, einen schnabelartigen Kiefer, 8 Arme, 2 lange Tentakel, einen Kopf und 2 Flossen. Im Gegensatz zu seinen Verwandten leidet der Kolossalkalmar unter einem extremen Gigantismus, der ihn deutlich größer macht als jeden anderen Tintenfisch in unseren Ozeanen. Das erste Exemplar dieser extrem seltenen Art wurde 1925 entdeckt, ein zweites 2003. Der absolute Star war jedoch das größte je gefundene Exemplar aus dem Jahr 2007, das stolze 495 Kilogramm wog. Diese gewaltigen Tiere leben vor allem in den antarktischen Gewässern, insbesondere im Weddell-Meer und um den West-Kerguelen-Archipel. Wegen ihrer scheuen Natur weiß man nur wenig über ihre Ernährungsgewohnheiten. Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass sie sich hauptsächlich von großen Fischen wie dem patagonischen Zahnfisch und kleineren Tintenfischen ernähren. Es gibt sogar Hinweise auf Kannibalismus, obwohl das noch nicht eindeutig bestätigt ist. In der geheimnisvollen Wunderwelt der Antarktis erinnern uns Funde wie diese daran, wie der Kontinent vor Millionen von Jahren ausgesehen haben muss, bevor er vollständig vereiste. Welche dieser Entdeckungen hat euch am meisten schockiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt zurück zum Video. Der größte Fischbrutplatz der Welt. Das Weddell-Meer an der Ostseite der antarktischen Halbinsel beherbergt eine riesige Kolonie von Eisfischen, den dichtesten Fischbrutplatz der Erde.
Auf einer Fläche von etwa 240 Quadratkilometern erstrecken sich unzählige Nester dieser außergewöhnlichen Fische, die unter den extremen Bedingungen der Antarktis überleben und gedeihen. Die Entdeckung gelang im Februar 2021, als das deutsche Forschungsschiff RV Polarstern das Weddellmeer durchquerte, um Meeresleben zu erforschen. Als die Wissenschaftler eine Unterwasserkamera und weitere Geräte zum Meeresboden hinabließen, stießen sie auf mehr als 12.000 Eisfischnester. Jedes Nest war nur etwa 75 Zentimeter breit und wurde von einem einzigen adulten Eisfisch bewacht. In jedem Nest lagen bis zu 2100 Eier und die Nester erstreckten sich, soweit das Auge reichte. Eisfische werden bis zu 60 Zentimeter lang und haben beeindruckende Anpassungen entwickelt, um in diesen nährstoffreichen, aber eiskalten Gewässern zu überleben. Sie produzieren körpereigene Frostschutzmittel und sind die einzigen Wirbeltiere der Welt mit farblosem, hämoglobinfreiem Blut. Die erste Expedition konnte die gewaltige Ausdehnung dieses Brutplatzes noch nicht vollständig erfassen. Spätere Missionen zeigten schließlich, dass es bis zu 60 Millionen Nester geben könnte. Damit zählt der Eisfisch zu den dominantesten Arten der Region und spielt eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Seit der Entdeckung haben Wissenschaftler Kameras und Lampen direkt über den dichtesten Nestbereichen installiert, um mehr über das Brut- und Nistverhalten dieser einzigartigen Fischart zu erfahren. Uralte Regenwälder. Wissenschaftler haben die Überreste eines uralten Regenwaldes entdeckt, der einst auf dem Kontinent Antarktika gedieh, lange bevor er zur eisigen Wüste wurde. Bei einer Expedition im Februar 2017 stießen sie im Sedimentkern vom Meeresboden des Amundsenmeeres auf die fossilen Reste dieses Waldes. Der Kern wurde mit einem tragbaren Meeresbodenbohrgerät vom Forschungsschiff RV Polarstern geborgen. Die etwa 90 Millionen Jahre alte Probe enthielt Waldboden, der reich an fossilem Pollen und Sporen war, darunter einige der frühesten bekannten Blütenpflanzen. Nach mehreren CT-Scans entdeckten die Forscher ein dichtes Netzwerk fossilisierter Pflanzenwurzeln, so gut erhalten, dass sogar einzelne Zellstrukturen erkennbar waren. Obwohl heute kaum noch Pflanzen in der Antarktis wachsen, war die Situation vor Millionen von Jahren völlig anders. Besonders spannend ist der Fundort. Damals existierte nur etwa 900 Kilometer vom Südpol entfernt ein üppig grüner Wald, der westantarktische Wald, in einem relativ milden Klima. Die Pflanzenreste zeigen, dass die westantarktische Küste zwischen 93 und 83 Millionen Jahren vor heute eine sumpfige Landschaft mit Temperaturen war, die einen dichten Regenwald gedeihen ließen, vergleichbar mit den Regenwäldern, die wir heute auf der Erde kennen. Die Funde deuten außerdem darauf hin, dass die Antarktis in dieser Zeit reichlich Niederschlag pro Jahr erhielt. Da unser Planet damals deutlich wärmer war, gab es kaum oder gar keine Eisschilde auf dem Kontinent. Doch wie kühlte sich die Erde ab und brachte die Eisschilde zurück? Wie konnte der grüne Wald der Antarktis von den vordringenden Eismassen ausgelöscht werden? Die Funde deuten außerdem darauf hin, dass die Antarktis in dieser Zeit reichlich Niederschlag pro Jahr erhielt. Da unser Planet damals deutlich wärmer war, gab es kaum oder gar keine Eisschilde auf dem Kontinent. Doch wie kühlte sich die Erde ab und brachte die Eisschilde zurück? Wie konnte der grüne Wald der Antarktis von den vordringenden Eismassen ausgelöscht werden? Doch wie kühlte sich die Erde ab und brachte die Eisschilde zurück? Dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Hitlers Bunker. Zwischen Januar und Februar 1939 unternahm eine streng geheime deutsche Expedition eine historische Reise nach Queen Maud Land in der Antarktis. Gerüchte besagten, das Ziel sei der Bau einer Basis für den deutschen Führer Adolf Hitler gewesen. Danach wurde es still, bis August 1945, kurz nach der deutschen Kapitulation. Plötzlich tauchten 2 U-Boote in Argentinien auf und brachten Güter und Passagiere mit, die beim Publikum Misstrauen erregten. Schnell verbreiteten sich Geschichten, die U-Boote hätten Hitler und seine Lebensgefährtin Eva Braun heimlich zu einer geheimen Basis in der Antarktis gebracht, wo der Diktator den Rest seines Lebens in Isolation verbracht haben soll. So verrückt diese Theorie auch klingt, viele Menschen glaubten tatsächlich daran. Doch damit nicht genug. Zwischen 1943 und 1945 starteten die Briten eine geheime Operation in der Antarktis mit dem Codenamen Tabarin. Dabei wurden Elitesoldaten des Special Air Service eingesetzt, eine Mission, von der die Öffentlichkeit nichts erfuhr.
Viele Verschwörungstheoretiker sahen darin den Versuch, eine deutsche Basis oder sogar Hitler selbst zu fassen. 1946 und 1947 folgte dann die hochgeheime US-Marineoperation High Jump, die von vielen als groß angelegte Invasion der Antarktis interpretiert wurde. 1958 schließlich kam es zu 3 Atomexplosionen auf dem Kontinent im Rahmen der US-Operation Argus. Angesichts der Geheimhaltung dieser Einsätze und ihres zeitlichen Zusammenhangs mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs schlossen viele, dass Amerikaner und Briten nach einer deutschen Militärbasis suchten, um sie zu zerstören. Allerdings gibt es erhebliche Probleme mit dieser Theorie. So wurde Hitlers Leiche nach seinem Suizid am 30. April 1945 in seinem Berliner Bunker gefunden. Außerdem wurden die zuvor geheimen Missionen inzwischen freigegeben und in den Dokumenten findet sich keinerlei Hinweis auf deutsche Ziele oder entsprechende Einsätze. Zudem fanden alle diese Operationen weit entfernt von Queen Maudland statt, dem Gebiet, das die Deutschen 1939 erkundet hatten. Es ist daher sicher zu sagen, dieser geheime Bunker existiert nur in der Fantasie der Verschwörungstheoretiker. Riesige Terrorvögel. Vor Millionen von Jahren beherrschten gigantische Terrorvögel mit einer Höhe von bis zu 3 Metern unseren Planeten mit ihrer unbarmherzigen Wildheit. Diese ausgestorbenen Raubtiere zerquetschten ihre Beute mit Schädeln so groß wie Pferdeköpfe. Doch bis vor kurzem war unklar, ob auch die Antarktis die Heimat dieser seltsamen Art war. Das änderte sich, als die beiden Forscher Carolina Acosta Hospitalecce und Washington Jones unwiderlegbare Beweise fanden, dass Terrorvögel einst auch in der Antarktis herrschten. Bei Ausgrabungen auf der Seymour-Insel vor der nördlichsten Spitze der antarktischen Halbinsel entdeckten sie 2 ungewöhnliche Phalangen, die zu Terrorvögeln gehörten. Durch den Vergleich mit Krallen anderer Arten konnten sie die Fossilien einer südamerikanischen Terrorvogelart zuordnen, Phorus racos longissimus. Obwohl sie längst verschwunden sind, zählen Terrorvögel zu den größten Vögeln, die je existiert haben. Sie waren absolute Spitzenprädatoren ihrer Zeit. Ihr Körperbau war perfekt auf die Jagd abgestimmt. Kräftige Beine, gewaltige Schädel, hakenförmige Schnäbel und messerscharfe Krallen, mit denen sie ihre Beute in Stücke reißen konnten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie vor allem kleine und mittelgroße Wirbeltiere jagten, darunter Beuteltiere und sogar kleinere, schwächere Vögel. Angesichts ihrer Größe im Vergleich zum Menschen ist es durchaus möglich, dass auch wir auf ihrem Speiseplan gestanden hätten, wären unsere Zeiten zusammengefallen. Zum Glück für uns starben diese furchterregenden Vögel während des großen amerikanischen Faunenaustauschs aus. Nachdem sich eine Landbrücke zwischen Panama und Kolumbien gebildet hatte, konnten mächtigere Raubtiere in ihr Gebiet vordringen und ihre Existenz bedrohen. Zum Glück für uns starben diese furchterregenden Vögel während des großen amerikanischen Faunenaustauschs aus. Nachdem sich eine Landbrücke zwischen Panama und Kolumbien gebildet hatte, konnten mächtigere Raubtiere in ihr Gebiet vordringen und ihre Existenz bedrohen. Zum Glück für uns starben diese furchterregenden Vögel während des großen amerikanischen Faunenaustauschs aus. Obwohl die genauen Umstände ihres Untergangs noch nicht vollständig geklärt sind, markierte dieses Ereignis wahrscheinlich den Anfang vom Ende der Terrorvögel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.